Die Berliner Mauer, sie trennte Ost- von Westberlin und umschloss zusätzlich die 3 Sektoren des Westteils. Sie war 160 Kilometer lang. Sie existierte von 1961 bis 1989. Ich bin Uli Kronenberg und ich bin anderswohin. Und heute bin ich in Berlin. Mein Ziel ist die Bernauer Straße. Hier ist die Gedenkstätte Berliner Mauer. Ein nationales Denkmal, das an die Teilung Berlins durch die Mauer und die Todesopfer erinnern soll. Die Gedenkstätte ist etwa 1400 Meter lang und zieht sich auf dem ehemaligen Grenzstreifen entlang der Bernauer Straße. Die Gedenkstätte wurde ab Mitte der 90er Jahre hier errichtet und eigentlich ständig erweitert. Sie soll den Zustand der Grenzanlage von 1989 zeigen. Hier auf dem Schild steht, 1994 waren nur noch Teile erhalten. Grenzmauer und Hinterlandmauer wurden unter Verwendung von Originalsubstanz rekonstruiert. Hier auf dem Plan sieht man, dass die Gedenkanlage aus mehreren Teilen besteht. Da ist nicht nur die Grenzanlage, es gibt auch ein Besucherzentrum, ein Dokumentationszentrum, eine Kapelle und das sogenannte Fenster des Gedenkens. Die Berliner hatten das nach 1989 mit dem "Die Mauer muss weg" sehr genau genommen. Die Mauer wurde tatsächlich fast überall in Berlin abgerissen. Deswegen ist das hier an der Bernauer Straße auch ein rekonstruierter Mauerteil. Das Ganze hat man dann recht nett in einen Park reingepackt. Hier gibt es eine Wiese, Gehwege und es gibt Infotafeln zur Geschichte der Mauer. Und es gibt das hier, das Fenster des Gedenkens. Da sind die Porträts der 130 Menschen zu sehen, die hier an der Mauer ums Leben kamen. Ansonsten steht hier dieser Teil der Mauer, der rekonstruiert ist. Mit den Eisenstangen zeigt man an, wo die Mauer weiter lang geführt hat. Dann hat man hier Reste der Bergstraße ausgegraben. Das war eine Straße, die unter der Sanddecke des Grenzstreifens lag. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite ist das Dokumentationszentrum. Im Gebäude drin gibt es eine Bilderausstellung zur Mauer und daneben gibt es diesen Turm. Und da führt eine Treppe hoch. Oben kann man von einer Plattform dann auf die Gedenkstätte schauen und auf der gegenüberliegenden Seite auf ein 70 Meter langes Stück Grenzanlage. Das ist auch rekonstruiert, aber so soll es 1989 ausgesehen haben, mit Zaun und Wachturm. Wenn ich das Ganze mal bewerte und ehrlich bin, ich finde die ganze Gedenkstätte nicht sehr gelungen. Der ganze Horror und die Eiseskälte der Mauer kommt hier überhaupt nicht rüber. Ich war selber in Berlin in den 70er Jahren und habe das hier miterlebt und habe in den Jahren danach nahe der DDR-Grenze gewohnt. Das war ein ganz anderes Gefühl, was man an der Mauer hatte. Man zeigt hier Fotos, wie es hier tatsächlich ausgesehen hat. So habe ich das auch in Erinnerung. Immerhin die Bernauer Straße, das ist diese Straße, wo 1961, als die Mauer gebaut wurde, die Leute sich abseilten aus den Fenstern der Häuser und wo auch das berühmte Foto entstand, wo ein Grenzsoldat beim Flüchten über Draht springt. Gut, ich wüsste jetzt auch nicht, wie man es eigentlich machen sollte. Natürlich wäre es auch falsch, hier ein Hollywood oder Disneyland draus zu machen. Das will niemand haben. Aber der Rahmen hier mit dem ganzen Park, irgendwie stimmt es nicht. Alleine schon der ganze Lärm, der durch den Verkehr auf der Bernauer Straße hier ist. Das ganze Getummel an Touristenmagnet. Man kann hier die Currywurst kaufen, auf der Wiese lagern. All das ist keine würdige Gedenkstätte, so wie ich es mir vorstelle. Ich will hier auch niemanden angreifen, ich denke nur, man hätte es etwas besinnlicher machen können. Das war's von der Bernauer Straße. In diesem Sinn, tschüss.